Hallo und herzlich willkommen bei Vitomalia. Ich bin Paulina, ausgebildete Kynologin und Mitbegründerin von Vitomalia. Und im heutigen Video soll es mal um ein ganz spannendes Thema gehen, und zwar um das Deckentraining to go. Also wenn wir unseren Hund irgendwo mitnehmen möchten und der Hund einfach mal im Restaurant oder unterwegs mal zur Ruhe kommen soll. Viel Spaß dabei! Bevor es losgeht, denk dran, du kannst auch im Blog nochmal alles nachlesen. Da gehen wir auch nochmal ein bisschen tiefer ins Detail, wenn es um das Thema Ruhe und Entspannung bzw. auch Stress beim Hund geht. Und da findest du auch den kostenlosen Trainingsplan zu eben diesem Training heute. Und wenn du kein weiteres Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Das Deckentraining to go gehört ebenfalls zu unserer Videoserie, die sich rund um das Thema Entspannung beim Hund bzw. auch Stress beim Hund dreht. Da geht es darum, dass wir möchten, dass unser Hund ein alltagsfähiger und auch entspannter Hund ist. Falls du noch weitere Informationen und Hintergrundwissen haben möchtest, kannst du dir auch gerne die anderen Videos anschauen. Die sind alle in der Playliste verlinkt. Hunde sind richtig soziale Wesen und sie sind total gerne mit uns Menschen oder auch in ihrer Gruppe, vielleicht auch in ihrem biologischen Rudel zusammen. Jetzt ist es so, dass wir gerne unseren Hund auch irgendwohin mitnehmen möchten, beispielsweise ins Café oder ins Restaurant. Aber vielen Hunden fällt es extrem schwer, da zur Ruhe zu kommen. Das liegt natürlich an der neuen Umgebung, an den ganz vielen unterschiedlichen Gerüchen, an den Reizen. Und deswegen können wir das Ganze trainieren, indem wir zu Hause starten mit einem Deckentraining to go. Wir unterscheiden das Deckentraining to go von dem ganz normalen Deckentraining. Also zu Hause baust du zum Beispiel den Hundeplatz wirklich als Entspannungsort und als Ruheort für den Hund auf. Und das Ganze möchten wir auch übertragbar machen. Du kannst dir das vorstellen wie diese To-Go-Kaffeebecher, die du überall mitnehmen kannst. Und das Ganze machen wir auch mit einer portablen Decke. Und genau das brauchst du zunächst einmal. Also du brauchst eine Decke oder einen Kolter, den du überall mitnehmen kannst. Du kannst auch, es gibt extra dafür Anbieter, die das wirklich schon so fancy Decken haben, aber du kannst auch zum Beispiel auch ganz normal Handtuch nehmen. Also irgendetwas Kleines, das auch gut vielleicht in deine Tasche oder in deinen Rucksack passt. Da brauchst du gar nichts Verrücktes. Wichtig wäre vielleicht, dass du immer das Gleiche nimmst. Das hilft dem Hund einfach dabei, dass es leichter für ihn wird, zur Ruhe zu kommen an fremden Orten, wenn du immer die gleiche Decke nimmst. Als Tipp hier auch noch für dich, du kannst gerne auch eine Decke in Blau nehmen, denn wir wissen, dass Hunde Blau und Gelb sehr gut sehen und Blau ist generell eine Farbe, die eher für Entspannung sorgt. Was du sonst noch brauchst, ist Halsband und Leine. Und das kannst du gerne an deinen Hund anpassen. Das ist jetzt die Standardleine und das Standardhalsband, das Vito trägt. Da kannst du gerne auch noch mal bei uns im Online-Store vorbeischauen. Da findest du ganz viele unterschiedliche Ausführungen. Da ist bestimmt auch was für deinen Hund dabei. Du kannst auch gegebenenfalls einen Kauartikel nehmen und da empfehlen wir dir, einen Kauartikel zu nehmen, der recht geruchsneutral für den Menschen ist und trotzdem für den Hund entspannend wirkt. Denn wir wissen, dass Kauen für Hunde sehr entspannend ist und zum Beispiel unser Vitomalia Bone, der hat einen Rinderduft, den wir Menschen nicht so ganz intensiv merken, der Hund allerdings schon. Und das Coole daran ist, dass wenn du natürlich in ein Restaurant gehst oder in ein Café, dass das nicht super laut ist, weil das Naturkautschuk ist. Und zweitens riecht es nicht unangenehm. Das wäre natürlich nicht cool für die anderen Gäste. Bei solchen Dingen musst du immer ein bisschen drauf achten, dass es halt auch einfach für deine Mitmenschen nicht unangenehm wird, nur damit wir dem Hund was gut tun. Da muss man so ein bisschen Respekt den Mitmenschen gegenüber zeigen. Und was du sonst noch brauchst, ist ein Hund. Und am besten ein Hund, der sowieso schon in einer sehr ausgeglichenen Stimmung ist, denn das erleichtert dir das. Wenn du einen Hund hast, der sehr aufgeregt ist, kannst du das Training vielleicht auf die Zeit verlagern, wo dein Hund sowieso eher so eine ruhige Stimmung hat. Und wie das Ganze funktioniert, werden wir dir gleich zeigen. So, wie du siehst, ich habe Vito jetzt schon angeleint und Ziel ist es, dass ich ihn gleich hier auf diese Decke führe und er erstmal auf dieser Decke bleibt. Mir ist generell erstmal wurscht, ob er auf dieser Decke liegt, steht, sitzt, wie auch immer. Ich möchte erstmal, dass er in diesem definierten Bereich bleibt. Und da kann ich auch körpersprachlich arbeiten. Also wenn er das Gefühl hat, ja, ich gehe jetzt mal runter, dann kann ich ihn erstmal blockieren. Und Ziel ist es wirklich, dass er erstmal drauf bleibt. Und sobald ich merke, er hat eine ausgeglichene Stimmung, dann lade ich ihn wieder ein, dass er wieder mit mir die Decke verlassen kann. Und ganz wichtig, wir bauen hier noch gar kein Signal auf, sondern es geht wirklich nur um den Ablauf, dass auf der Decke jetzt erstmal eine ruhige Stimmung angesagt ist. Vito? Ich führe ihn jetzt erstmal hier hin und ich arbeite hier auch gar nicht so viel mit Futter, weil das immer so eine gewisse Erwartungshaltung hat. Man hat natürlich
die Möglichkeit, das Ganze zu belohnen, indem man Futter gibt. Aber bei vielen Hunden kommt da so eine nervöse Stimmung hoch und das möchten wir nicht. Vito guckt mich jetzt hier zwar an, aber er akzeptiert das, er ist ausgeglichen und jetzt kann ich ihn wieder quasi freigeben, dass er die Decke verlässt. Ab! Okay. So, und diesen Vorgang wiederhole ich jetzt wirklich ein paar Mal, dass er drauf geht, noch komplett ohne Signal, und sobald er diesen Ablauf gut verstanden hat, kann ich auch ein Signal speziell für die Decke aufbauen. Und ganz wichtig, nimm hier auch ein anderes Signal, als du für das Deckentraining zu Hause nutzt. Wieder. Und er muss sich hier auch gar nicht hinsetzen, sondern er soll einfach nur hier bleiben. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann die Leine locker runterfallen lassen und mich mit dem Fuß draufstellen. Falls du dir unsicher bist und dein Hund noch total durcheinander ist, dann kannst du das natürlich nochmal zusätzlich festhalten. Und hier, man sieht, die Leine ist stramm genug, dass der Hund sitzen kann. Er könnte jetzt rein theoretisch auch aufstehen oder sich hinlegen, aber dass ich ihm da gar nicht so viel Handlungsspielraum biete. Vito sitzt jetzt hier so rum und denkt sich so, okay, was soll das Ganze? Für mich ist das jetzt von der Stimmung her in Ordnung. Jetzt kann ich ihn wieder quasi freigeben. Vito, ab! Schön wäre es hier natürlich, wenn Vito sich auch hinlegt. Aber generell, wenn ich schon eine gute, ruhige Stimmung belohne, indem ich ihn freigebe, wird er schnell verstehen, um was es geht. Ich kann jetzt hier beispielsweise ihm jetzt gleich noch das, woran er hier schnüffelt, geben, und zwar den Bone als Kauartikel. Und wir halten das Ganze dann mal ein bisschen länger, die Ruhe, einfach mal, damit er runterkommt. Vito? Ich gebe ihm jetzt hier den Kauartikel und ich möchte, dass er erstmal hier bleibt. Und hier versuche ich den Hund gar nicht so sehr zu beachten, denn je mehr Aufmerksamkeit ich ihm schenke, desto mehr ist er natürlich so in so einer Erwartungshaltung, so was soll ich jetzt tun, kriege ich vielleicht irgendetwas. Ich habe ihm jetzt hier den Kauartikel hingelegt und hat ihn gar nicht beachtet, er hat sich jetzt hingelegt, und das ist genau das, was ich haben möchte. Ich möchte einfach, dass der Hund sich entspannt und er lernt, dass er da einfach auch gar nicht so viel Handlungsspielraum hat und er auf dieser Decke runterkommt. Übrigens, du definierst, wie groß diese Decke ist. Wir haben es jetzt hier mal komplett groß ausgelegt, aber das heißt nicht, dass sie auch wirklich immer so groß sein muss, denn gerade wenn wir in ein Café gehen oder ein Restaurant, haben wir nicht so viel Platz. Also es macht durchaus auch Sinn, einfach mit einer ganz kleinen Decke zu arbeiten. Ich kann hier zum Beispiel, brauche ich auch gar nicht so sehr zu loben, denn dass der Hund hier in Ruhe gelassen werden kann und runterkommt, ist schon für den Hund ausreichend. Denn je mehr ich hier lobe, kann es je nach Hundetyp zu aufregend für den Hund werden. Das heißt, da bestimmst du oder muss dein Hund ganz gut beobachten, ob Kauartikel Sinn machen als Belohnung, ob Futter Sinn macht als Belohnung, ob es überhaupt Sinn macht, den Hund anzusprechen. Meistens ist es nämlich eigentlich voll in Ordnung, wenn der Hund einfach nur zur Ruhe kommt und man da gar nicht so ein großes Drama draus macht und auch gar nicht übertrieben lohnt, weil sonst pushen wir wieder diese Stimmung. Und denk dran, dieser Fuß auf dieser Leine kann dir auch immer noch helfen. Das wird auf Dauer für den Hund ein Zeichen sein, dass jetzt einfach mal Nichtstun angesagt ist. Das kannst du wunderbar auch während Spaziergängen einfach mal üben. Du kannst es danach auch natürlich in der Innenstadt aufbauen oder in einem Café, in einem Restaurant. Also die Generalisierung, die musst du natürlich aufbauen. Nur weil du das paar Mal zu Hause geübt hast, heißt natürlich nicht, dass dein Hund das überall kann. Also immer das auch üben, was du von deinem Hund erwartest, und dann wird das super klappen. Üb das paar Mal zu Hause, bis ihr wirklich vielleicht so eine halbe Stunde dein Hund da gut auf dem Platz bleiben kann. Du kannst währenddessen beispielsweise etwas essen, ihr könnt das am Esstisch üben oder auf deiner Couch, dass der Hund wirklich lernt, er ist jetzt mal gerade nicht im Zentrum und für ihn ist jetzt Ruhe angesagt, und du stellst wirklich deinen Fuß dann einfach auf die Leine. Und so könnt ihr das Ganze üben und dann eben übertragen auf ganz normale Alltagssituationen, wo du es gerne hättest. Ganz am Anfang wird es natürlich für den Hund auch ein bisschen anstrengend sein, die ganze Zeit auf dieser Decke zu sein. Und viele Hunde werden dann das Gefühl haben, oh ja, sie können jetzt einfach mal wieder runtergehen. Und da kannst du einfach körpersprachlich den Hund blockieren, indem du einfach sagst, okay, nee, das ist jetzt deine Grenze und deine Aufgabe ist erstmal hier zu sein. Also sobald der Hund sich bewegt, kannst du ihn körpersprachlich blockieren. So, das war's zum Thema Deckentraining to go. Wir hoffen, du konntest was mitnehmen für dich. Wie gesagt, das ist ein Training, das baut man zu Hause erstmal in aller Ruhe mit einer ruhigen Stimmung auf und baut es dann immer weiter auch auf die Orte aus, wo man das Ganze benötigt. Wie du siehst, Vito hat sich jetzt hier zur Ruhe gelegt. Ich habe immer noch meinen Fuß auf der Leine, habe hier nochmal die Leine
an meiner Hand. Du könntest sie auch zum Beispiel irgendwie an einem Stuhl oder sowas befestigen. Das ist völlig wurscht, wie du das handhabst. Und wir werden jetzt hier ein bisschen entspannen. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Falls das so ist, kannst du uns gerne einen Daumen oben lassen, das würde uns sehr freuen. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit einem weiteren Praxisvideo. Da werden wir dir mit Amalia zeigen, wie man den Hund in einer stressigen Situation durch einen Anti-Stress-Griff beruhigen kann. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao!